Hallo und willkommen zu einem kleinen Blender-Tutorial zum Video-Sequence-Editor. Kurz bevor ich mein aktuell fertig gerendertes Video zusammenschneiden wollte mit ein paar Überblendungen, kam mir der Gedanke, dass ich das gleich mal als kleines Tutorial verarbeiten könnte, als Einstieg für euch in den Sequence-Editor. Und darum soll es hier gehen. Einfach nur um, wie man Überblendungen macht, welche Einstellungen man benötigt, Bilder und Videos verwenden. Und ja, das wäre es auch schon. Ton habe ich in dem Fall nicht verwendet. Damit habe ich auch mich noch nicht beschäftigt. Hier im Video Sequence Editor, weil ich den Ton momentan nur als einzelne Tonspur hinterher in Virtual DAB einfüge. Und ja, dann kann es losgehen. Ihr braucht nur eine Kamera. Alles andere von der Standardszene, der Würfel, das Licht, das kann alles raus. Ihr braucht nur die Kamera, weil sich ansonsten nichts rendern lässt. Dann im Post-Processing muss der Sequencer natürlich aktiviert sein und dann je nachdem, als was ihr das ausgeben wollt. Ich rendere prinzipiell immer nur Einzelbilder und das eigentlich auch nur JPEGs. 94% reicht völlig aus, ist hervorragende Qualität. Ja, genauso. Anti-Aliasing theoretisch auch. Also brauchen wir nicht in dem Fall. Da können wir ganz normal so loslegen. So, jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten zum Anfang. Hier an der Seite seht ihr die einzelnen Spuren quasi. Bei der ersten geht's los. Die 0 ist zwar auch irgendwie verfügbar, aber da kann man, weiß ich nicht, kann man glaube ich scheinbar nichts einfügen. Die höhere Spur liegt immer über der anderen. Also, so wie das auch hier optisch zu sehen ist, wenn ihr hier in der 3 ein Video drin habt, das zu 100% sichtbar ist, dann ist das untere nicht zu sehen, dann ist immer die 3 nur zu sehen. Und ja, da fangen wir einfach mal an. Ich habe das hier natürlich schon mal vorbereitet quasi, wie ich das sonst auch mache. Also das habe ich jetzt nicht extra fürs Tutorial so gemacht. Die einzelnen Stufen, die ich in meinen Videos dann zusammensetze, die einzelnen Schnipsel. Los geht's bei mir immer seit einigen Monaten mache ich das mit einer Einblendung, dass ich empfehle, auf 720p zu schalten, weil man dadurch einfach die bessere Qualität bei YouTube hat, selbst wenn man das Bild nicht maximiert. So dann, weil ich meine Blenden gerne über Schwarz mache, setze ich einfach auf die erste Spur ein schwarzes Bild. Kann man ganz normal mit G greifen und bewegen. So, das kommt dann auf die erste Spur. Das kann man auch dann nur an einer Seite anpacken und dann zieht man das eben so weit, wie man das haben will. Wenn ich das mal kurz überschlage, wie viele Bilder werden das ungefähr werden? Naja, dann können wir das ruhig schon mal wir schieben es einfach mal auf 3000 oder so, also plus 2700 ungefähr. Und jetzt ist das schwarze Bild quasi, sobald alle Spuren ausgeblendet sind, sieht man dann immer einen schwarzen Hintergrund. Man kann ja auch über irgendwas anderes blenden, aber das muss ja dann jeder für sich optimieren. Gut, das 720er haben wir drin. Dann kommen wir zum nächsten Videoschnipsel, da blende ich einen kurzen Text ein, was ich meistens auch mache. Den setzen wir dann, ja, weil die beide sowieso auf schwarz enden, setze ich den mal so, dass sie sich ein bisschen überlappen. 51, 49, da können wir dann noch 2 Frames einsparen. So, da sind bisher noch keine Überblendungen, die ich jetzt hier im Sequencer einstellen muss, weil die beiden Videoschnipsel sich selbst ein- und ausblenden. Aber beim nächsten geht es dann los mit Einblendung, und zwar habe ich 50 Frames gerechnet, ich habe die so berechnet, dass ich die wiederholen kann, ohne dass da irgendein Ruckler oder sowas entsteht. Dadurch konnte ich extrem Rechenzeit einsparen. Ansonsten wäre das Ganze ja, ich brauche das 14 Sekunden lang. Ansonsten wäre die Rechenzeit 7-mal so hoch gewesen. So, 2 Sekunden möchte ich das Ding lang einblenden.
dann möchte ich es 10 Sekunden stehen lassen und dann wird 2 Sekunden übergeblendet zum nächsten. Also brauche ich den Schnipsel insgesamt 7 Mal. Kann man auch sehr schön hier mit Shift und D ganz normal klonen. So, dann hat man auch sehr schön gesehen, sobald sich noch irgendwas überlappt, auch nur ein Frame, wird es rot eingerahmt. Hier könnt ihr auch Shift festhalten, um die Sache leichter zu bewegen. So, können wir natürlich, ihr könnt es auch verschieben. Also einfach G100 und dann sitzt das genau hinten dran, wie man sehr schön an den Zahlen sehen kann. An der unteren linken Ecke steht immer das Anfangsframe und an der rechten oberen Ecke das Endframe des jeweiligen Bildes oder Videoschnipsels, das ihr gerade bearbeitet. So, dann hat man gesagt, 7 Mal brauche ich das. Also kopieren wir die 4 Mal. Kopieren wir nochmal 3 hinten dran. Sind dann insgesamt 150 Frames, also können wir es bequem 150 Frames verschieben. So, und jetzt geht's los. Jetzt ist hier ganz normal an den Stellen, wenn wir einen Testrender machen, sieht man, ist eben der Bereich. Hier dann der Text, für den ich mich entschieden habe, den ich kurz einblende. Es muss ja nicht immer stressig gleich mit dem Effekt anfangen. So, und an der Stelle ist das Video. Jetzt also der Videoschnipsel zu 100% zu sehen, aber ich will ihn ja wie gesagt von schwarz, wie es beim Ausblenden des Textes dann ist, will ich es ja einblenden lassen. Also bei Bild, bei Frame 216, also gehen wir auf Frame 216, setzen einfach die Prozentzahl quasi oder wie sehr das dieser Videoschnipsel die Sache abdeckt, setzen wir einfach auf 0, Key gesetzt und ja, ich mache einfach mal 50 Frames weiter, soll es dann vollständig zu sehen sein. Also Opacity wieder auf 1 setzen, Key setzen und jetzt kann man sehr schön sehen, wenn man runterschaltet, wie sich dann jetzt ist es kaum zu sehen, bei ca. 10%, bei 60% wird es natürlich schon mehr zu sehen sein. Und so entsteht dann quasi der Einblendeffekt. Wie gesagt, das Video wiederholt sich dann sehr schön hier. Ich habe es deswegen so oft kopiert, weil es offensichtlich nicht zu funktionieren scheint, dass man einfach nur das Ende eines Videos länger zieht und es sich dadurch dann automatisch wiederholt. Das funktioniert nicht. Also es ist wie gesagt dann auch beim letzten Frame zu Ende und dann bleibt es dann schwarz oder wird die Hintergrundfarbe angezeigt, wenn dann keine weitere Videospur dort liegt. So, jetzt habe ich 2 Sekunden eingeblendet von schwarz. Jetzt geht es auf zur nächsten Spur. Damit es hier ein bisschen übersichtlich bleibt, wechsle ich immer zwischen 2 Kanälen. Bei kleinen Animationen ist das ja noch trotzdem schön übersichtlich. So, jetzt kommt der nächste Videoschnipsel hinzu. Das ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass ich noch beim Rendern im Compositor oder beim Compositing ein bisschen Glitzern hinzugefügt habe. Und da möchte ich jetzt vom normalen, so wie es hier aussieht, zum Glitzern überblenden lassen und das dann nochmal eine Weile wiederholen. Also blende ich den letzten Videoschnipsel aus. Der fängt an bei Frame 515. Da setze ich diesen Videoschnipsel, den ich markiert habe, oder können wir auf 1 lassen, ist ja schon 100%, Standard, 100% natürlich. So, und dann gehe ich einfach 50 Frames weiter. Oder vielleicht reichen auch 40. Aber weil ich vorhin schon 50 Frames gemacht habe, sind wir jetzt bei 565. Genau, das ist die 565. Wie man sehen kann, ist jetzt ein Bild nach dem
Videoschnipsel, aber das stört den Videoschnipsel nicht, das wird ganz normal, dann funktioniert trotzdem. Gut, also der wird ausgeblendet, wird sozusagen auf 0 gesetzt, Key setzen, und dadurch kommt dann der untere langsam zum Vorschein, was wir uns jetzt hier mal, also hier sind zu 90% ist der noch zu sehen. So, jetzt ungefähr, jetzt ist er zu 50% zu sehen. Und ein bisschen kommen die Glare-Effekte schon durch, also die Glitzereffekte. Und jetzt ist es quasi fast komplett zu sehen, also nur noch zu 2% ist das andere Video noch zu sehen. Und ja, hat sich eben auch schon ein bisschen weiter gedreht. Das kann ich auch sehr schön loopen. Da kann man wunderbar viel Rechenzeit sparen, wenn man sich das Licht drehen lässt oder symmetrische Objekte drehen lässt. So, das untere, nachdem ich es eingeblendet habe, möchte ich auch 10 Sekunden lang stehen lassen, also wieder kopieren. Wir brauchen noch 6 Kopien. Machen wir einfach dann G50 wieder, so dass es schön aneinander passt. Kopieren, abbrechen, G100 diesmal, weil ich ja 2 kopiert habe. So, und dann brauchen wir noch 3. Duplizieren, G150 in dem Fall, weil wie gesagt die Schnipsel alle exakt 50 Frames lang sind. So, und jetzt habe ich nach diesen 20 Sekunden blende ich wieder einen kurzen Text ein zwischendurch. Und deswegen blende ich das jetzt einfach nur aus, diesen letzten Videoschnipsel. Und der wird dann automatisch in schwarz übergehen, weil ich ja wie gesagt hier unten das schwarze JPEG auf der ersten Spur liegen habe. Und das kommt dann immer zum Vorschein, wenn nichts anderes zu sehen ist. Gut, der Videoschnipsel beginnt bei Bild 815. Könnte ich natürlich auch ein bisschen später ausblenden. Machen wir einfach mal 825. Da ist er noch voll zu sehen. Und bei Frame 865 ist er dann gar nicht mehr zu sehen. Also 0, die Deckung. Und schon haben wir in dem Fall, wenn wir dann mal einen Testrender machen, hier ist noch 30%, sind noch 30% zu sehen. Naja, und hier eben noch 70% circa. Wird dann einfach in schwarz übergeblendet. So, jetzt möchte ich noch einen kurzen Text einfach nur einfügen, dass ich jetzt die ganze Sache in Bewegung bringe. Weil das ja international ist, habe ich das Video oder mache ich meine Texte in den Videos immer auf Englisch. So. Das ist jetzt einfach, standardmäßig ist das immer 1 Sekunde. Wenn man jetzt nur ein Bild einfügt, ist das standardmäßig automatisch 1 Sekunde lang. Und ich habe mir so gedacht, ist nur ein kurzer Satz, den lasse ich, ja, 3 Sekunden stehen oder 3,5, das reicht aus. 15 Frames einblenden, 15 ausblenden und dann ich lasse ihn einfach 4 Sekunden stehen. Also wie gesagt, der ist schon 25 Frames lang, dieser Schnipsel, wie man sehr schön sehen kann. Genau, von 865 bis 890. Also, was habe ich gesagt? 30 Bilder ein- und ausblenden. Insgesamt 4 Sekunden zeigen. Und weil wir schon 75 haben, kommen noch 105 Frames dazu. Also bewege ich das Ende dieses Spurschnipsels 105 Frames hinter und habe somit eine Gesamtlänge von, ja, so wie es geplant war, 130 Frames. Das kann ich jetzt sehr schön einblenden. Beginnt ab Frame
65. Setze ich also die Abdeckung wieder auf 0. Da fängt sie an. 15 Frames weiter soll es vollständig zu sehen sein. Key setzen. Ja, dann kommen ja 4 Sekunden dazu, also 100 Frames in dem Fall. Dort ist es auch noch vollständig zu sehen und dann beginnt die Ausblendung und die ist wieder 15 Sekunden später abgeschlossen. Also geht es da wieder auf 0 und Key gesetzt. So, jetzt kommen etwas längere Videospuren. Da ließ es sich nicht vermeiden, dass ich tatsächlich alle Bilder berechnen musste, weil ich das Objekt sich drehen lasse. Also zuerst im Standard-Render Output ohne irgendwelche Effekte, die ich drauf geschnitten habe oder sowas. 96, gut. So, das beginnt bei Frame 596. Aber ich kann es auch schon bei Bild 595 auf 0 setzen. Das macht nichts. Einblenden wollte ich wieder 2 Sekunden lang. Ja, also ist es dann bei Bild 1045 vollständig zu sehen. Gut, da ist die Videospur jetzt auch schon abgearbeitet. Um viel Rechenzeit zu sparen, habe ich hier eine Hälfte der Kamera mit Schwarz abgedeckt. Dadurch hat Cycles nochmal richtig Geschwindigkeit zugelegt. Und weil es ja sowieso nur um das Objekt ging und da keine anderen Sachen mehr in der Szene rumliegen, reicht das völlig aus. Und ich werde die schwarze Fläche dann auch noch für 2 Informationen nutzen, die ich einblende. So, dann sind wir jetzt schon an der Stelle angekommen, an der ich wieder eine Überblendung zum nächsten Video mache. Quasi das gleiche Objekt, auch nur noch mit Glitzer dran. Ja, das lassen wir bei 96 anfangen. Da kommt es nicht so drauf an. Aber ich will das ja überblenden, also brauche ich das untere Video noch ein zweites Mal, weil es dann auch übergangslos wieder von vorn anfängt. Also man könnte das auch loopen, aber das läuft ja selber schon. Wie lange läuft das? 30 Sekunden, glaube ich. Da reicht das zu, wenn das einmal abgespielt wird. Da brauche ich diese Videospur nur noch mal, um von der Spur überzublenden in die nächste. Genau. Dann kann ich die auch, damit es etwas übersichtlicher bleibt, kann ich die auch etwas einkürzen. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich brauche ja nur 50 Frames zum Überblenden. Und ja. So, reicht in etwa aus. Also das Video liegt noch unter dem anderen. Und das blenden wir dann sozusagen langsam ein. Ab 96. Gut, also ab der 96 ist es noch nicht vollständig zu sehen, ist es noch komplett weg. Wieder Key. Und 50 Bilder später ist es dann vollständig zu sehen. Und wieder ein Key gesetzt. Jetzt kann man das noch ein bisschen verschieben, aber naja, gut. So, jetzt ist das vollständig zu sehen. Da ist egal, was hier unten drunter liegt.
Und können wir schon hinter zum nächsten fahren. Beziehungsweise während der Glitzereffekt läuft, wollte ich noch ein Bild einblenden zur, ja, es ist nur ein normaler Shader, den ich verwendet habe fürs Glas. Ist zwar ein Mix-Shader, aber relativ normal alles, da ist nichts Kompliziertes dabei. Und genau, sagen wir mal, den blenden wir ungefähr bei der Hälfte ein, bevor das Geglitzer zu langweilig wird. Und zwar soll der auf der Fläche hier erscheinen. So. Momentan würde das so aussehen, dass der einfach über das ganze Bild breit gezogen wird. Aber da braucht man keinen Stress haben. In diesem Fall setzt man dann Image Crop. Das heißt, wenn man nur den Haken reinsetzt, wird das Bild ringsherum abgeschnitten auf die eigenen Maße, die es hat. Und ja, genau. Sieht noch genauso aus wie vorher. Deswegen müssen wir jetzt hier Add machen. Also, dass es hinzuaddiert wird zu dem, was hier sonst noch so rumliegt an Videospuren. Es ist immer noch drüber geschmissen über alles. Und dann wählen wir einfach Image Offset. Da braucht man auch theoretisch noch keine Werte eintragen. Und jetzt hat es genau die Form, die es haben soll. Aber ich schiebe es noch ein bisschen rüber. Die ganze Sache beim Bild einfügen ist wie im normalen Koordinatensystem. X und Y sind bei 0 hier unten. Und jetzt können wir es eben auf der X-Achse zum Beispiel noch 25 Pixel rüberschieben. Und schon ist es etwas versetzt. Aber ich glaube, da reichen mir 10 Pixel aus, weil ich ja vorher auch das Bild selber, bei dem Bild selber schon eine schwarze Kante gelassen habe. Und ja, der soll dann auch geschmeidig eingeblendet werden. Da reichen 15 Frames zu. Schauen wir mal, wo fängt das an? Das fängt an bei 1890. Also bei 1890 ist es unsichtbar. Dann lasse ich es 15 Frames zackig einblenden, aber nicht zu zackig. Also ist es dann komplett sichtbar. Dann soll es, ja, wie lange soll es stehen bleiben, damit jemand Lust hat drauf zu gucken und es nicht zu schnell wieder weg ist, machen wir einfach mal ja, 10 Sekunden oder so. Also wir haben noch ein paar Bilder übrig, aber so genau muss das dann nicht sein. Also schieben wir es mal 235 vor. Dann wollen wir wieder 15 ausblenden. Also können wir es gleich 250 vorschieben. Und dann müssten wir theoretisch das 10 Sekunden lang stehen haben, bevor wir es dann wieder ausblenden. Also das letzte Frame ist die 2165. Dort ist es dann nicht mehr zu sehen. Und 15 Bilder vorher fängt die Ausblendung an. Und dort ist es natürlich noch, bevor es anfängt auszublenden, vollständig zu sehen, damit hier auch zwischendrin keine Problemchen auftauchen. Und jetzt ist es zum Beispiel fast weg. Jetzt nur noch zu 15% zu sehen. Wird also schön ausgeblendet, während sich das Glitzervideo noch weiter dreht. Ich glaube, als Tutorial ist das schon ganz schön lange hier. Die meisten haben jetzt wahrscheinlich schon längst weggeschaltet und vielleicht auch angenervt den Daumen nach unten gedrückt. Gut,
Ich habe 3 Varianten gerechnet. Einmal den normalen Output, dann mit Glare, also Glitzern und dann noch ein kleines bisschen Glow. Aber das Glow, das ist zu wenig, also ist kaum zu sehen, aber ich bringe es trotzdem noch mit rein und blende dann noch eine andere Information ein. Und zwar haben wir es hier, den Glow-Effekt. Ja, den nehme ich wieder auf den zweiten Kanal. So, hier haben wir wieder den Fall, dass wir das Video noch mal kurz brauchen, um dann wieder überzublenden. Also kopieren, und weil es 600 lang ist, können wir es sehr bequem gleich um 600 verschieben. Und das liegt dann exakt an. Zur besseren Übersicht ziehe ich das Ende einfach wieder vor. Man kann auch hier schön... das ist natürlich jetzt... wie ist denn das jetzt wieder zustande gekommen? Gut. So, jetzt müssen wir das noch schön auf Position bringen. Ja, machen wir einfach das gleiche Frame wie beim anderen. So, das reicht aus. Das blenden wir jetzt natürlich, müssen wir exakt, oder ich mache es einfach mal exakt bei 2196. Ja, weil es ein kopierter Videoschnipsel ist, der schon Keys hat, werden die natürlich irgendwie übernommen und damit rumgewurstelt. Also muss man da auch ein bisschen aufpassen. Ansonsten wundert man sich später, warum da merkwürdige Überblendungen kommen. So, das geht dann hier zackig über. Und jetzt ist nur noch die untere Spur zu sehen. Da sind jetzt inzwischen auch schon ein paar Sekunden vergangen, also kann ich gleich wieder das Informationsbild, was ich habe, Plain Cover, genau, einblenden, ohne da groß auf irgendwas warten zu müssen. Also bei, was war das, 2255 ist es noch nicht zu sehen. 15 Frames später ist es dann zu sehen. Ja, so geht das. Zieht sich ganz schön hin mit dem Sequence Editor. Aber ja, was soll man machen? Die Techniken, die sind ganz einfach hier, die ich verwende. So, hier müssen wir auch wieder abschneiden. Also um das erstmal überhaupt vernünftig sichtbar zu machen. So, in dem Fall habe ich vergessen, Add auszuwählen. Deswegen war alles schwarz. Und jetzt ist das Objekt wieder mitzusehen. So, und jetzt kann ich natürlich die Schrift noch schön ausbalancieren, dass die etwas besser in Position ist. Schiebe ich die noch ein paar Pixel. Nehmen wir mal 75 und 125. Passt. Tja, das ist schon erstaunlich manchmal, wie das klappt. Gut. So, dann lassen wir die auch. So. Bitte stehen, machen wir einfach mal 250. Wobei die 200, das letzte Frame schon wieder das ist, an dem es nicht mehr zu sehen ist. Also 0 Key setzen. Dann mache ich in dem Fall mal 35 Frames lange Ausblendung. Gut. Funktioniert. Sehr schön. Text ist kaum noch zu sehen. Hier ist er noch zu... Ups. Stimmt, jetzt, genau. Hier ist er noch zu 60% zu sehen. Alles klappt nach Plan. Gut, dann lasse ich das noch zu Ende rotieren, quasi. Aber damit der Betrachter sieht,
dass es nicht unendlich so lange weitergeht und da vielleicht gelangweilt wird, lasse ich hier einfach schon mal in den letzten 4 Sekunden ausblenden. Und zwar bei 2795 ist es dann nicht mehr zu sehen. Und wie gesagt, 4 Sekunden vorher beginnt die Ausblendung, also 100 Frames. Da ist es noch vollständig zu sehen. Sehr schön. Gut, danach kommen dann wieder Videoschnipsel, die schon ihre eigene Einblendung haben. Zum Beispiel zu dem Musiktitel, den ich verwende. Das ist ja freie Musik, aber man muss den Autor nennen. Oder den Komponisten, sagen wir mal. Das macht man natürlich gerne, das ist ja kein Problem. Ja, wie gesagt, das blendet sich selber ein. Da lässt das mal ein Frame überlappen. Darauf kommt es nicht an. Dann hat noch jemand, den ich kenne, ein bisschen Rechenleistung dazugegeben. Und deswegen erwähne ich den auch noch in einem nächsten kurzen eingeblendeten Videoschnipsel. Die Schnipsel blenden sich auch ein, deswegen ist das kein Problem, das überlagern die sich einfach hier. So, dann sind wir schon fast am Ende. Dann kommt noch der kürzer Videoschnipsel, in dem ich mich naturgemäß fürs Zuschauen bedanke. Ja, aber auch überlappen lassen. Und dann kommt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache für meine anderen Render-Schnipsel. Ja, und dann ist die Sache quasi fertig. Und wir sind angekommen bei Frame 3860. Das kann ich dann auch bei den Dimensions einstellen, also von 1 bis 3860 war das, glaube ich. Genau, sieht man auch hier schön jetzt die Grenze. Leicht zu sehen. Und ja, dann war es das schon. Achso, falls sich jemand wundert, warum oben die Statusleiste und das Menü abgeschnitten sind, das liegt einfach nur daran, dass ich hier jetzt auch 1024er Auflösung habe. Und damit YouTube nicht hinterher das Video skaliert und dadurch sämtliche Schriften und solche Sachen vielleicht etwas matschig werden, schneide ich einfach oben 48 Pixel ab und füge in der Breite dann noch den Rest dazu, zu 1280, damit das alles seine Ordnung hat. Jetzt stelle ich auf 100%. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Kann ja nochmal kurz drüber schauen, aber so, ja, so haben wir eigentlich alles. Normalerweise sitze ich wahrscheinlich noch viel länger, aber jetzt durch das Tutorial habe ich das irgendwie ein bisschen schneller durchgezogen, auch wenn es euch ewig lange vorgekommen ist und ich vielleicht auch wieder zu viel geredet habe. Ja, das waren erstmal so ein paar Kniffe und ich weiß nicht, wie das Cam Studio Portable, mit dem ich hier aufzeichne, wie das jetzt rüberbringt, aber ich kann es einfach mal durchrechnen lassen. Wie gesagt, die Einzelbilder werden alle in den Ordner geschmissen, aus dem ich die dann später nur noch zusammensetze. Und ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Dürfte sehr zügig gehen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rüberbringen. Und wie gesagt, das Video, was ihr vielleicht vor ein paar Minuten oder vor ein paar Tagen gesehen habt, ist exakt die Ausgabe von dem, was ich jetzt hier im Tutorial zusammengestellt habe. Und dann geht's mal los.
Jetzt werden, wie gesagt, einfach nur die Videodaten durchgerechnet und übereinander, also einfach nur aus den Videos oder Bildern rausgezogen und dann abgespeichert mit den jeweiligen Effekten. Da braucht man natürlich keine große Renderzeit. Ja, es geht gut voran. Aber vielleicht sollte ich euch noch nicht zu viel zeigen, weil dann ist ja der ganze Witz vorbei. Falls ihr jetzt nur das Tutorial seht und noch nicht das Video gesehen habt. Aber ich kann es ja trotzdem mal laufen lassen. Ist ja auch gleichzeitig die Kontrolle, ob wirklich die Einblendungen alle richtig funktionieren, wie ich mir das so vorstelle. Bis jetzt sieht es ja sehr gut aus. Na, das war natürlich ein... was war das? Da brauche ich nicht weiterrechnen. Da muss ich nochmal schauen. Also der Glitzer wird irgendwie... Da habe ich wahrscheinlich vergessen, die Ausblendung zu setzen. Und schon hat man einen Hüpfer drin im Video. So, was haben wir denn hier gemacht? Das ist der... Was war denn das? Warum ist das hier gesprungen? Es hätte nicht... Normalerweise es hätte nicht irgendwie hüpfen dürfen. Diese Videospur... Die Videospur fängt an bei 1596. Alles so wie es sein soll. Wird auch eingeblendet. Hätte aber nicht so einen Sprung machen dürfen. Ah, na sowas. Die ist ja schon viel eher ausgeblendet. Warum denn das? Warum ist die überhaupt... Das gibt's doch nicht. Achso, nee, alles in Ordnung. So, normalerweise alles nach Vorschrift. Warum das hier nicht klappt, ist mir ein Rätsel. Ah, alles klar. Das Ding habe ich auch wieder nur kopiert gehabt. Und deswegen sind die Keys natürlich vorhanden gewesen. So, das brauche ich natürlich komplett 100% deckend, damit das hier oben einblenden kann. Und ja, da haben wir das jetzt. Mit Alt und I könnt ihr natürlich Keys von Schaltflächen wieder entfernen. Ja, jetzt so, jetzt müsste es so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Nochmal ein kurzer Kontrollblick. 100%ig hier. Hier wird es ausgeblendet. Das ist vorhanden die ganze Zeit. Das wird eingeblendet. Add. Also nochmal. So, dann überschreibe ich jetzt das Zeugs. Ja, da sieht man auch gleich sehr schön, wenn Schusseligkeiten aufgetreten sind. Momentan ja sehr passend, das ganze Glitzern zur Weihnachtszeit, falls das jemanden interessiert. Naja.
Meine Güte, das ist ja eine halbe Stunde ungefähr dann Tutorial-Gefasel, bei dem wahrscheinlich die meisten schon nach 10 Minuten weggeschaltet haben. Das sieht jetzt hier natürlich alles ein bisschen zerknautscht aus, aber ich habe nur die Anzeige des des Renderfensters quasi auf mein Vollbild geschaltet. Hinterher in den ausgegebenen JPEGs ist es dann ganz normal, alles vernünftig zu sehen. Keine komischen zerknirschten Ecken und Kanten oder dergleichen. Wunderbar. Das hat ja sehr schön vorschriftsmäßig funktioniert. Und ja, das war's schon. Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis demnächst.